Hört, hört. Wen haben wir denn hier? Und genau darüber geht es heute im zweiten Thema von meiner Challenge 52 und 52, nämlich den Gegner zu analysieren oder das Publikum zu analysieren. Ich habe letzte Woche in meinem Video erzählt, wie die Vorbereitung eines Vortrags, einer Rede, sich mit der Vorbereitung auf einen Boxkampf ähnelt. Und da habe ich die 4 Punkte erwähnt, eben den Gegner zu analysieren, dann, was es heißt, eine Strategie und eine Taktik zu entwickeln und üben, üben, üben. Und der 4. Punkt, einfach das Ziel vor Augen zu haben. Und heute möchte ich eben über den allerersten Punkt reden, nämlich den Gegner zu analysieren. Vor circa einem Jahr oder so war das, habe ich in meiner Heimatgemeinde, in meiner Heimatpfarre, einen Vortrag gegeben. Und meine Eltern haben mich da eingeladen, über ein Thema zu reden. Und es war eine kleine Runde von 10 Leuten. Und ich habe denselben Vortrag schon mal vor kurzem, bevor ich den mit meinen Eltern gemacht habe, schon mal gehalten. In einem ganz anderen Setting, in einer anderen Runde, waren viel mehr Leute da. Und ich habe mir gedacht, okay, passt super, habe den Vortrag jetzt gehalten, habe mich nicht groß vorbereitet, habe mir nicht mal überlegt, für wen ich diesen Vortrag mache. Und gehe dorthin, halte meinen Vortrag und stehe vor den Leuten, habe so eine PowerPoint-Präsentation gehabt, alles Mögliche. Und danach hat dann ein Freund, der auch dabei war, hat dann Feedback gegeben und gesagt: Sascha, du hast da geredet, als würdest du auf einer fetten Bühne stehen und vor Tausenden von Leuten reden. Und meine erste Reaktion war halt: oh, danke, voll cool. Das war eigentlich genau das, was ich machen wollte. Und dann hat er gesagt, das war aber nicht positiv gemeint. Und das hat mir voll zum Nachdenken gegeben. Weil ich gemerkt habe, ich habe gar nicht darauf geschaut, wer sitzt eigentlich vor mir, wen möchte ich da eigentlich adressieren. Und hätte eine andere Runde viel besser gepasst, sich einfach in einen Kreis zu setzen oder sonst was und nicht groß zu reden und große Bewegungen und eigentlich auf einer großen Bühne zu stehen, sondern wäre ein ganz anderer Rahmen viel besser gewesen. Und was hat mir gefehlt? Ja, den Gegner zu analysieren oder mein Publikum zu analysieren, einfach sich zu überlegen, wer steht da eigentlich vor mir. Und eine Rihanna zum Beispiel, ohne ihre Fans, wäre einfach nur eine Musikerin. Ein Cristiano Ronaldo, ohne seine Fans, wäre einfach nur ein netter Fußballer. Und so ist ein Redner ohne sein Publikum einfach nur ein Quatscher. Ein Mann, der mich sehr, sehr beeindruckt und der mich auch sehr inspiriert, ist John Maxwell, auch ein sehr großer Speaker, ein Experte zum Thema Leadership. Und alles, was er sagt, also alles, was er tut, sagt er, soll helfen, den Leuten zu dienen. Er sagt, serving people ist das, was er macht in seinem Leben. Und für ihn, und das finde ich so cool, er sagt, auch Reden ist für ihn dienen. Und Reden ist zuerst mal dem Nächsten zu dienen und nicht sich selbst zu verwirklichen. Und eine Grundhaltung, die er trägt, heißt adding value to people's life, also einen Mehrwert im Leben der Leute zu schaffen. Und wie kann ich einen Mehrwert schaffen im Leben eines Menschen, wenn ich gar nicht weiß, wie ich das mache oder was er eigentlich braucht, wie ich den Mehrwert in seinem Leben schaffe. Und ich muss ja nur auf meine Notizen schauen. Er sieht einfach, wenn er spricht, dann dient er und durchs Dienen schafft er einen Mehrwert. Und ich habe euch da noch ein Buch mitgebracht,
das heißt Developing the Leader Within You. Und ich möchte einfach kurz eine Stelle daraus vorlesen, wo er darüber spricht, wie er das macht, wenn er wo eingeladen ist, wie er sich darauf vorbereitet und wie er versucht, einen Mehrwert zu schaffen im Leben der Menschen. Und er sagt, er macht dann jeden Tag, also jetzt, nachdem er diese Passage geschrieben hat, wird er vier Anrufe machen. 2 macht er, um Leute zu mentoren, und 2 andere, da ruft er bei Leitern von Firmen an, bei denen er kürzlich sprechen wird. Und er sagt, da schreibt er, "These pre-calls have been planned so that I can discover how I can best serve my hosts when I speak to their people. Before every speaking engagement, I ask a lot of questions, such as, do you have a theme for the conference? What are your expectations of me? What things do you want me to say that will help you the most? And beyond speaking, is there anything else I can do for you? Only after asking these and other questions and listening to the answers do I share ways I think I will be able to help them." Ich finde das so beeindruckend. Bevor er selber irgendwie seinen Senf dazu gibt, stellt er mal Fragen. Ganz, ganz, ganz viele Fragen. Und überlegt sich, wie kann er, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, einen Mehrwert schaffen. Wie kann er ihnen dienen? Und ich glaube, das ist das Wichtigste bei diesem ersten dieser 4 Punkte, beim Vorbereiten einer Rede, eines Vortrags, viele Fragen zu stellen. Vor allem Wie-Fragen. Also wie, wer, warum. Und angefangen zum Beispiel schon beim Warum. Warum rede ich da heute überhaupt? Was ist das Ziel? In was für einem Kontext ist es? Ist das ein wissenschaftlicher Vortrag? Ist es eine Konferenz? Oder ist es eine Hochzeitsrede? Keine Ahnung. Alles Mögliche. Die zweite Frage kann man sich stellen, wann? Also wann halte ich diesen Vortrag? Morgens, mittags, abends? Weil, wenn man ganz in der Früh einen Vortrag hält, wird man wahrscheinlich die Leute jetzt erstmal ein bisschen wachrütteln müssen und mal ein bisschen da in die Gänge bringen lassen. Oder wenn es mittags ist, gleich nach dem Mittagessen, sind alle sehr träge, alle sehr angegessen, und dann muss man schauen, dass man die Leute wieder hier ins Jetzt zurückholt. Oder abends kann es sein, dass die ganz spät Leute schon wieder ziemlich müde sind. Kann auch sein, sich zu überlegen, nach wem spreche ich dann, wer war vor mir dran. Dann das andere ist, wo spreche ich? Also in der großen Halle, ist es Outdoor, ist es Indoor, ist es vielleicht sehr feucht in dieser Halle oder ist es sehr trocken, muss ich mir noch eine Flasche Wasser mitnehmen? Oder halt es dort sehr, stehe ich auf einer Bühne oder ist es in einem Sesselkreis? Das sind alles sehr, sehr wichtige Fragen. Auch die Frage nach mit einem Mikro oder mit einem Headset oder mit einem Flipchart oder mit einer Präsentation. Alles gehört in dieses Wo, in diesen Ort, wo ich vortrage, dazu. Und darf man nicht unterschätzen. Dann das Wie, kann man nach dem Wie fragen. Das heißt, ist es ein Workshop? Ist es ein wissenschaftlicher Vortrag? Ist es eine Laudatio? Ist es unterhaltsam, eine Debatte? Und die letzte und die wichtigste Frage, wie ich finde, ist, wer? Also, wer ist mein Publikum? Wen spreche ich an? Was haben sie für ein Hintergrundwissen? Was haben sie für ein Bildungsniveau teilweise? Also, ich werde mit Jugendlichen ganz anders reden als mit Hochschulprofessoren. Auch die Frage nach dem Alter oder nach dem allgemeinen Hintergrund. Sind die alle Teil eines Sportclubs, alle Teil einer Kirche, alle Teil einer Firma? Und ein
Real-Life-Beispiel, das ich jetzt noch geben möchte, bevor wir jetzt weitergehen, sind jetzt oft leider, muss ich auch sagen, Uniprofessoren. Weil, also ich habe zumindest die Erfahrung so gemacht, oft sind Uniprofessoren schon so weit weg vom Studenten, dass sie gar nicht mehr den Studenten verstehen können, was er nicht versteht. Also ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich dann eine Frage gestellt habe, dass die Professoren zuerst mal völlig aus den Socken waren, so quasi, wie kann man das gar nicht verstehen, was ich da jetzt nicht verstehe. Und das nennt sich auch the curse of knowledge. Also sie wissen schon so viel, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie nicht wissen. Aber dazu an einer anderen Stelle mehr. Das heißt, eigentlich die 2 Punkte möchte ich euch noch mitgeben. Diese W-Fragen, um zu analysieren und immer den Gedanken dabei zu behalten, dass es darum geht, einen Mehrwert zu schaffen. Weil ich brauche nicht reden nur um des Reden willens, sondern es soll auch echt eine Auswirkung haben. Und ich möchte einen Mehrwert im Leben meiner Zuhörer schaffen. Und ich hoffe, ich habe jetzt einen Mehrwert auch bei euch geschafft und wir hören uns dann nächste Woche wieder.